Der Weg des Kaffees, vom Strauch in Guatemala bis zu Ihnen nach Hause in die Tasse, ist ein langer. Wir möchten Ihnen diesen Weg gerne näher zeigen. Die Ernte ist der erste Schritt im langen Verarbeitungsprozess von Kaffee. Die Kleinbauernkooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, bauen ihre Kaffeepflanzen in kleinen Parzellen mit Schattenbäumen an. Eine Kaffeepflanze benötigt 3 bis 5 Jahre, bevor man die ersten Kirschen ernten kann. In Guatemala werden die reifen Kaffeekirschen in der Erntezeit einzeln von Hand gepflückt. Nach dem Pflücken folgt die nasse Aufbereitung. Dabei kommen die Kaffeekirschen zuerst in große Auffangbecken, von denen sie in Wasserkanäle weitergeleitet werden. In den Kanälen steigen die Kirschen von minderer Qualität an die Wasseroberfläche und werden dort aussortiert. Die reifen Kirschen werden weiter zum Pulper geleitet. Der Pulper trennt das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche auf und bringt die Kaffeebohne in ihrer Pergamentschale hervor. Der entpulpte Pergamentkaffee kommt daraufhin in Fermentationsbecken, wo er bis zu 48 Stunden fermentiert. Diese Art der Aufbereitung, auch Folivorscht genannt, unterstreicht die fruchtigen Zitrusaromen des Kaffees. Und, nicht zu vergessen, das zur Verarbeitung der Kaffeekirschen verwendete Wasser wird erst gefiltert, bevor es wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Der nächste Schritt ist die Trocknung. Nach der nassen Aufbereitung wird der Kaffee auf Terrassen oder Trocknungshöfen verteilt und in der Sonne getrocknet. Die Bohnen werden regelmäßig gewendet, um so eine gleichmäßige Trocknung zu garantieren. In den meisten Anbauregionen in Guatemala wird dem Kaffee mit diesem Verfahren lediglich ein Teil der Feuchte entzogen. Um die Bohnen jedoch exakt auf die für die Lagerung erforderlichen 11 bis 12% Restfeuchte zu bringen, kommen sie nach der Terrassentrocknung in große Trommeltrockner. Das Fruchtfleisch wird gesammelt und zu einem wirksamen biologischen Dünger kompostiert. Nach der Trommeltrocknung wird der sogenannte Pergamentkaffee verpackt und zur Exportverarbeitung weitertransportiert. Diese besteht aus mehreren Schritten. Nach Ankunft und Entladung der Bohnen werden Proben entnommen und auf ihre Qualität überprüft. Danach beginnt die sogenannte Exportverarbeitung. Zuerst werden Fremdkörper mit speziellen Maschinen von den Kaffeebohnen entfernt. Danach werden die Kaffeebohnen in speziellen Schälmaschinen, den sogenannten Haller, von ihrer schützenden Hornschale, dem Pergament, befreit. Um später eine gleichmäßige Röstung zu ermöglichen, werden die Bohnen maschinell nach ihrer Größe und ihrem Gewicht sortiert. Jede einzelne Bohne wird daraufhin noch optisch kontrolliert und bei Farb- oder Formdefekten aussortiert. Die letzte Aussortierung von defekten und unregelmäßigen Bohnen erfolgt per Hand, bevor sie verpackt und für den Export fertig gemacht werden. In unserem Fall bleiben die Bohnen aber noch in Guatemala und werden noch nicht exportiert, da unser Kaffee in Guatemala geröstet wird. Wir haben uns bewusst für die Röstung in Guatemala entschieden, da dies einen wichtigen Verarbeitungsschritt im Ursprungsland belässt und dort Arbeitsplätze sichert. Wie ein Kaffee geröstet wird, hat einen entscheidenden Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. In unserem Fall wird er schonend im Trommelröster Langzeit geröstet. Bei dieser schonenden Art zu rösten, kann sich der geschmackliche Charakter eines Kaffees mit all seinen aromatischen Besonderheiten voll entfalten. Für die Hervorbringung aller Aromen ist auch die Erfahrung des Rösters beim Röstvorgang von großer Bedeutung. Die Röstmeister, die die Kaffees von Christoph Feichtinger, Café de Guatemala, rösten, können auf einen Erfahrungsschatz von inzwischen 3 Generationen zurückgreifen. Zusammen mit unserem Röstpartner vor Ort stimmen wir das Röstprofil für jeden unserer Kaffees einzeln ab. Unsere gemahlenen Kaffees sind vakuumverpackt. Der Kaffee in ganzen Bohnen ist in Beuteln mit Aromaventil verpackt. Beide Verpackungsmethoden gewährleisten einen maximalen Erhalt der Aromen des gerösteten Kaffees. Beim Cupping wählen wir aus einer Vielfalt biologisch angebauter Kaffees aus den verschiedenen Anbaugebieten Guatemalas nur die besten für sie aus. Da Kaffee ein Naturprodukt ist,
kann auch jeder Jahrgang und jede Ernte unterschiedlich schmecken. Um zu garantieren, dass wir immer nur die besten Bio-Kaffees der höchsten Qualität beziehen, sind für uns regelmäßige Cuppings in Guatemala unabdingbar. Es ist uns wichtig, Ihnen zu zeigen, was alles in einer kleinen Tasse Kaffee steckt. Viele Menschen in Guatemala widmen sich oft schon seit Generationen voller Stolz und Hingabe dem Kaffeeanbau, damit sie eine ausgezeichnete Tasse Kaffee genießen können. Die Freude an ihrer Arbeit sieht man ihnen auch an. Wir freuen uns, Ihnen mit unseren Kaffees das Beste aus Guatemala näher zu bringen.